Hallo, hier sind wieder Patrick und Christian von AKA. Hallo zusammen. Und in diesem Video geht es um unser Phosout 4 Flüssig, unseren Phosphatabsorber. Christian, was ist Phosout 4 genau? Was kann es? Was tut es? Phosout 4 ist unser flüssiger Phosphatabsorber auf Polymerbasis, Mhm. nicht auf Lathanbasis. Wichtiges Kriterium für viele. Man muss sich so vorstellen, es zieht freie Phosphate wie ein Magnet praktisch an, bindet es dauerhaft und macht es aber nicht wieder aufspaltbar für Bakterien. Okay, also es ist sicher eingeschlossen, wird dann wahrscheinlich über den Genau. Abschäumer, Wasserwechsel, Das ist, Filter aus worauf dem. man achten sollte, ist eben, dass eine gute Filterung da ist, vor allem jetzt im Süßwasseraquarien, am besten über feine Filterwatte, dass dieses gebundene Phosphat dann ausgetragen wird und im Meerwasser dann über einen Abschäumer. Okay, perfekt. Muss ich bei der Dosierung was beachten? Ist ja bei Phosphatabsorbern häufig so, dass ich auf Sachen achten muss. Was würdest du bei Phosout 4 empfehlen? Also es sollte auf jeden Fall nicht überdosiert werden. Wenn man es dosiert, empfiehlt es sich entweder oben ins Aquarium in der Nähe von der Strömungspumpe zu dosieren oder unten direkt ins Filterbecken zur Einlaufpumpe beziehungsweise in der Nähe dann vom Abschäumer. Okay, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ja immer eine Reaktion entsteht. Ja, Heißt, wenn ich das Produkt ins Becken gebe, sehe ich je nach Phosphatgehalt im Becken ein Ausflocken, völlig normal, nicht erschrecken, alles gut. Aber natürlich, diese Flocken sollte ich jetzt natürlich nicht meinen Fischen direkt über den Kopf genau. gießen Also in. es sollte halt nicht direkt über die Fische dosiert werden, weil sobald dieses Produkt jetzt mit dem Wasser reagiert, beziehungsweise mit dem freien Phosphat flockt es dann halt aus. Umso mehr Phosphat ich im Aquarium innen drin habe, umso mehr flockt es aus. Und da könnte es dann eben passieren, wenn man es direkt über die Fische dosiert, dass es eben zwischen die Kiemen gelangt. Gerade auch wenn man es überdosiert. Ja, Ist natürlich ein Produkt, das verleitet dazu, viel hilft viel, weil es einfach sehr effektiv ist, aber bitte haltet euch an die Dosierungsempfehlung. Es ist auch eine Maximaldosierungsempfehlung genau. dabei. Es reicht meist auch schon die Hälfte mal zum Start zu verwenden. Bitte nicht überdosieren, es ist sehr effektiv. Also lieber einen Tag länger dosieren, Wie zu viel. genau, wie zu viel, weil Fische mit sehr engen Kiemenabständen wie Doktorfische Doktorfische haben können halt da, wenn ich 4 denen da. das über den Kopf schütte, natürlich ein Ich Problem sage mal, wenn entwickeln. man es über den Kopf schüttet, wird jetzt gleich nichts passieren, aber dadurch, dass Doktorfische relativ schmale Kiemenabstände haben, kann es halt da eben sein, sobald dieses Produkt dann anfängt auszuflocken, dass es dann eben da die Kiemen blockiert. Okay. Würdest du es jetzt so sehen, dass es eher ein Phosphatabsorber als Problemlöser ist, wenn ich sage, ich möchte jetzt schnell hohes Phosphat, was mit dem Produkt sicher möglich ist, runterkriegen? Oder eignet sich es auch für den dauerhaften Einsatz? Es eignet sich auch für den dauerhaften Einsatz. Man sollte halt auch immer auf die Dosierung achten, dass es eben angepasst, sage ich mal, dosiert wird. Genau. Okay, und bitte immer auch darauf achten, Rückmeldung von vielen von euch, es ist sehr, sehr effektiv. Ja. Also immer Phosphat messen, parallel, regelmäßig, damit es nicht in eine Limitierung geht. Genau, auch wichtig ist, sage ich mal, wenn man längere Zeit sehr hohe Phosphatwerte gefahren hat und die Korallen sich daran auch schon gewöhnt haben, dass man jetzt nicht hergeht und wendet dieses Produkt täglich an und zieht dann, sage ich mal, seinen Phosphatwert fast auf den Nullwert runter, weil das würden dann die Korallen zum Beispiel überhaupt nicht mögen. Wir sagen generell auch immer, wenn ihr uns nach solchen Produkten fragt, der erste Blick in das Aquarium, je nachdem, wie es dasteht, wenn die Korallen sich daran gewöhnt haben, alles steht eigentlich gut da, ich möchte den Wert trotzdem runterbringen, dann lieber langsam Genau. rantasten. Wenn es akut ist, dass die Korallen quasi leiden, dann bringe ich schneller runter und dann. Würde man es schneller runterbringen, aber ich würde es trotzdem kontinuierlich Mhm. über mehrere Tage Okay, machen. also eignet sich sowohl für Problemlösung als auch für den Genau. Dauereinsatz als Absorber. Genau. Ansonsten, wenn ihr zu diesem Produkt oder weiteren noch Fragen habt, bitte meldet euch im Social-Media-Bereich auf allen möglichen Plattformen. Gerne auch, ja, 7 Tage die Woche, rund um die Uhr mittlerweile bei uns. Ihr kriegt auch schnell eine Antwort versprochen. E-Mail, Telefon ist natürlich auch jederzeit möglich. Und ansonsten sagen wir Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.